Grüßt euch und herzlich willkommen zum ersten Teil zum Bau meiner Spur-0-Anlage. Heute schotter ich mal ein Stück Weiche, beziehungsweise eine Weiche und ein Stück Gleis für euch ein. Die Gleise sind weitestgehend fertig gealtert. Ich weiß nicht, ob ich am Ende nochmal eine Schicht Rostpulver hinmache. Das muss ich dann schauen, wenn ich fertig bin, soweit. Jetzt mache ich als erstes mal, bereite ich erstmal den Untergrund vor. Dazu male ich mit einem Pinsel bis ganz knapp ans Gleis hin, wo halt später der Schotter sein wird. Und dann lassen wir das trocknen. Aber das tue ich euch jetzt nicht komplett an. Ich unterbreche jetzt hier und zeige euch dann den fertigen, bzw. den vorerst fertigen Stand. Gut, jetzt habe ich den ganzen Spaß angemalert. Das kleine Stückerl hier, von hier vorne bis hier hinten. Das lasse ich jetzt über Nacht trocknen und dann mache ich weiter. Zwischenzeitlich habe ich die Farbe über Nacht trocknen lassen und habe jetzt alles schön abgesaugt. Jetzt fange ich an, hier die Ränder ganz fein erstmal mit einem R15 Schotter in Spur N von Kömo. Dann mache ich ein bisschen R10. Hier habe ich mir ein bisschen abgeklebt, weil da der Bahnübergang hinkommt. Und dann habe ich noch einen R10, ne, Schmarrn-Blödsinn, ein DN. Da mache ich ganz fein an den Rand. So. Gut. Das mache ich jetzt überall. Jetzt habe ich die komplette Seite hier schon mal eingeschottert. Hier, wo der Kabelkanal im Boden verschwindet, habe ich Erde aufgeschüttet. Und hier am Segmentübergang habe ich von der Innenseite habe ich quasi immer Klebeband an die Innenseite geklebt. Und jetzt starte ich mit dem Verkleben. In ganz klassischer Manier machen wir das. Erst ein bisschen Alkohol, am besten aus einer bisschen größeren Entfernung, dass man es sich nicht wegpustet. Und dann mit Weißleim, Wassergemisch und einem Tropfen Spüli. Das Ganze verkleben. Okay. So, das mache ich jetzt auch wieder auf der ganzen Seite und dann melde ich mich. Gut, zwischenzeitlich ist der dritte Tag meines Schotterns angebrochen. Das kommt jetzt alles schön wieder über Nacht trocknen. Man sieht es, da rührt sich nichts mehr. Jetzt fange ich an, die Schotterfächer einzuschottern. Dazu habe ich mir selber eine Mischung gemacht aus, das ist auch wieder Kömo, Spur 0 Schotter, 4 Teile R10 und 1 Teil R20 ist es genau. Und da fange ich jetzt an und schotter alles schön ein. Lieber erstmal zu wenig, weil Nachfüllen ist immer einfacher als was rausholen. Tut man sich ziemlich schwer. Außer mit dem Staubsauger. So, wenn ich das habe, nehme ich meinen Pinsel hier, tupfe erstmal alles in Position, bisschen Ordnung schaffen zwischen dem Gleis. Da ist noch ein bisschen zu wenig. Ich sehe gerade, die Kamera steht nicht so gut.
füllen wir jetzt noch ein bisschen auf. So, und jetzt zeigt sich der Vorteil dadurch, dass wir das Kleine schon fixiert haben, weil ich jetzt hier ein bisschen sauber machen kann am Gleis. Ich könnte theoretisch auch auf das nasse, feine mit dem groben Schotter drauf gehen, aber dann fallen halt Korrekturen schwer. Gut. Da noch ein bisschen. Ich schaue immer, dass hier dass man hier die Plastikteile unter den Schienen, dass die gut bedeckt sind. Und das schaut nicht schön aus, wenn man das sieht. So. Gut, nochmal tupfen. Jetzt nehme ich mir einen feinen Pinsel und fege die Schwellen einzeln ab, dass da keine Körnel mehr drauf liegen. Ein bisschen die Steine schubsen. So. So. Dann ganz klassisch Alkohol, dass es schöner, besser fließt. Kann man ruhig ein bisschen satt. Und dann das weltberühmte Leim-Wassergemisch mit Tropfen Spüli. Satt, schön satt. Ein bisschen ran. So. Schon haben wir wieder ein paar Zentimeter mehr eingeschottert. Bei den Leimpfützen auf den Schwellen schnappe ich mir jetzt einfach ein Wattestäbchen und ziehe das so ein bisschen runter. Dann hat man nicht so einen weißen Film oben drauf. Gut, den Rest mache ich jetzt wieder allein und dann zeige ich euch den nächsten Stand. Und dann haben wir auch schon das vorläufige Endergebnis für heute. Es ist jetzt soweit fertig eingeschottert. Hier bei dem Segmentübergang habe ich es ein bisschen auseinandergezogen und habe ein Zewa dazwischen geklemmt, weil es ein bisschen sifft. Aber das wird wahrscheinlich festkleben, aber wenn ich das Kreppklebeband weggemacht habe, dann muss ich sowieso ein bisschen schleifen. Aber so schaut es jetzt aus fürs Erste. So, und jetzt heißt es wieder trocknen. Das Ganze habe ich jetzt 2 Tage trocknen lassen. Und jetzt mache ich hier vorsichtig das Klebeband ab. Man sieht, das geht eigentlich ganz gut weg. Es hat trotzdem ein bisschen durchgesippt. Aber es geht gut weg. So. Jetzt brauche ich noch ein Schleifpapier und einen Block. Arbeitsvorbereitung ist alles. Jetzt habe ich einen Block mit einem feinen, was habe ich denn, 220er
Schleifpapier. Und dann ganz vorsichtig, dass man sich die Steine nicht rausschleift. Gut, dann schiebe ich das mal zusammen. Nachdem ich die Segmente wieder zusammengeschraubt habe, schaut das Ganze jetzt so aus. So. Ein kleines Klacken, aber so kann ich damit leben. Der Spalt ist sicherlich nicht so schön. Es geht sicherlich noch ein bisschen präziser. Aber für mich reicht es jetzt erstmal so. Gut, damit hat sich das Stück Gleis erstmal erledigt. Das ist jetzt alles durchgetrocknet. Während jetzt auf der anderen Seite die Farbe trocknet, habe ich mir überlegt, ich male hier auch schon mal rein, weil ich hier eine Dieseltankstelle installieren möchte. Dazu habe ich hier ganz kleine, feine Gitter. Die habe ich schon mit Metal Color von Vallejo angepinselt. Genau, und das soll hier rein. Und dass man dann von oben nicht durchschauen kann, habe ich mir überlegt, ich mache die Schotterfächer einfach schwarz. Das mache ich jetzt als nächstes. So. Das mache ich jetzt bei allen. Und da ich hier auch auf der Seite Gitter hin mache, mache ich es hier auch. Und dann zeige ich euch wieder das Ergebnis. Gut, jetzt habe ich alles schwarz gemacht, was schwarz sein soll. Und jetzt schauen wir mal von oben drauf. Da habe ich zu Demonstrationszwecken, genau, auf der einen Seite sieht man so leicht durchglänzen, weil die Farbe noch feucht ist. Und auf der anderen Seite sieht man halt den Kork. Das ist nicht schön, deswegen habe ich das jetzt mal schwarz gemacht. Und genau. Hier habe ich jetzt schon mal eine Platte reingelegt, die muss ich allerdings noch altern. Und dann kann ich die verbauen. Für die Betonplatten habe ich von Vallejo das Sky Grey genommen. Genau, und die habe ich jetzt schon angemalt. Die habe ich so ein bisschen getupft, dass es nicht so Striche gibt. Und da werde ich jetzt dann die nächste Schicht auftragen. Als nächstes schnappe ich mir einen Pinsel und von Vallejo das Dark Sea Grey. Verdünne das sehr stark mit Wasser. Schön durchrühren. Dann ein bisschen ausstreichen, dass man nicht zu viel hat. Und dann tupfe ich die Ränder ganz fein ab. Dass ich ein bisschen Tiefe in meine Platten bekomme. Genau. Die Platten sind mittlerweile auch getrocknet und schauen jetzt so aus bei mir. Jetzt mache ich noch ein sehr dünnes Wash drüber und dann schauen sie bei mir so aus. Das zeige ich euch jetzt, wie ich das mache. Dazu habe ich meinen Wash und dann fange ich mal außen an, um ein bisschen die Rinne hervorzuheben. Genau, und dann fahren wir schön die Platte ab. Gut.
So gefällt mir das. Jetzt habe ich noch hier ein Gitter, habe ich ja schon erwähnt. Die habe ich mit Metal Color von Vallejo erst in die eine Richtung trocknen lassen und dann in die andere Richtung. Oder man kann es auch so zeigen, in die eine Richtung und dann in die andere. Naja, so schaut das dann aus. Für die Gitter habe ich mir jetzt noch einen Wash auch gemacht. Dafür habe ich hier ein sehr dünnes, auch wieder braunes, rostfarbenes. Ich kann es mal kurz zeigen. Was ist das hier? Und da habe ich noch ein Tröpfchen braun mit rein. Und damit gehe ich jetzt mal über das Gitter drüber. Einfach einmal schön einstreichen. Das ist wahrscheinlich eh so dünn, dass ich es vielleicht nochmal machen muss. So. Dann puste ich es einmal durch. So. Auch hier ist mittlerweile alles getrocknet und jetzt habe ich mal eine provisorische Stellprobe gemacht und dabei habe ich festgestellt, dass ich hier am Gleis die Schraubenköpfe abzwicken muss, dass das auf einer schönen Höhe ist und dass die Tür aufgeht. Das habe ich hier schon gemacht. Genau. Das mache ich jetzt und dann werde ich schon verkleben. Ich habe mich gestern noch relativ spontan dazu entschlossen, dass ich hier den Bereich, wo die Platten überlappen, ein bisschen einschotter, dass ich dann dass ich halt dann einen schönen Übergang machen kann. So, und jetzt ist mittlerweile alles fest geworden. Jetzt beginne ich, dass ich es da reinklebe. Ich fange mal in der Mitte an. Dazu nehme ich einen Sekundenkleber. So. Das mache ich jetzt Platte für Platte und dann, wenn ich fertig bin, zeige ich euch das Endergebnis. Hier habe ich jetzt das vorläufige Endergebnis. Ich werde jetzt dann noch zwischen die Betonplatten so hier und da mal ein Grasbüschel machen, aber das dauert noch ein bisschen. Also so bleibt es jetzt erstmal. Ich finde, dass ganz gut geworden ist. Ich habe unter den Tank so ein bisschen Erde und ein bisschen Dreck rein. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Aber ja, so schaut es jetzt aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.